Bock auf Zwiebelröstfrikadelle auf einem geilen Kartoffelstampf mit einer richtig geilen Zwiebelsoße. Für uns die schönste Hommage an Omas Küche. Oh ja, schau dir unbedingt das Video an, wie wir diese geile Frikadelle gemacht haben. Definitiv. Tag zusammen. Hallo. Wir machen heute Frikadellen. Richtig. Mit Kartoffelpü und einer tollen Zwiebelsoße. Einer richtig geilen Zwiebelsoße. Ja, wie machen wir unsere Frikos heute? Ich würde sagen, wir kommen mal zu den Zutaten. Moment, ich schwenke. Dann schwenk du mal. Ja, fangen wir mal hinten an. Wir haben einen ganzen Arsch voll Zwiebeln. Das sind ungefähr 4 große Metzgerzwiebeln. Dann haben wir hier ein bisschen Rinderfond, Zucker. Dann ganz wichtig Hackfleisch, halb und halb. Dann ein bisschen Butterschmalz zum Anbraten nachher. Tomatenmark, aber Tomatenmark mit diesem Wurzelgemüse drin. Dann Senf, 2 Eier. Eier kannst du dir immer merken, pro 500 Gramm Hackfleisch ein Ei. Dann noch eine Metzgerzwiebel, die aber ganz fein geschnitten, weil die kommt in die Frikot mit rein. Dann auch nochmal Senf, auch für in die Frikot. Dann haben wir hier ein bisschen Mehl, das ist eigentlich für die Soße, zeige ich dir nachher. Dann für in die Frikot mit rein, ganz wichtig bei Frikadellen, Majoran. Dann haben wir hier ein bisschen Paprika edelsüß. Hier auch ganz wichtig, definitiv wichtig, ein Brötchen. Weil ohne Brötchen ist jede Frikadelle furztrocken. Dann ein bisschen Milch für das Brötchen einzuweichen. Und, falls ich es nicht schon erwähnt haben sollte, einen guten Rotwein. Also das richtige Gericht für mich. Ich glaube für jeden. Ich würde sagen, wir räumen den ganzen Buttberg mal zusammen hier. Und dann fangen wir mal an mit der Soße. Auf jeden Fall. Unser Brötchen weichen wir erst mal ein bisschen in Milch ein, damit das hier reinpasst. Wird ein bisschen klein gedrückt. Und dann schön mit Milch bedecken. Es gibt aber auch Menschen, die machen das mit Wasser, um die Milch zu sparen. Kannst du machen, ist aber kacke. Weil Milch hat den schönen Vorteil, gibt ein bisschen mehr Geschmack. Und die Frikot wird ja von der Farbe her ein bisschen goldbraun. Ist auch geiler. Sei doch nicht so gemein, du kannst doch nicht sagen, es ist kacke. Ist kacke. Sag es suboptimal. Oh, es ist so optimal. So, das Brötchen kann nur einweichen und in der Zeit kümmern wir uns um die Soße. So, jetzt machen wir erstmal unsere Pfanne heiß. Dann hauen wir noch ein bisschen Butterschmalz rein. Ah ja, das reicht. Lassen die erstmal heiß werden und dann braten wir erstmal unsere Zwiebeln an. So, unsere Pfanne ist jetzt heiß und jetzt kommt hier der ganze Schlag voll Zwiebeln rein. Und das sind jede Menge Zwiebeln, ne? Ja. Im Endeffekt sind es 4 große Metzgerzwiebeln. Du kannst wirklich pro Person eine Zwiebel rechnen. Die fallen ja total ein. Richtig. Man will ein bisschen was an Söschen haben. Und wir kochen heute für 4 Personen. Genau, schaut aus. Und die lassen wir jetzt schön goldbraun anschwitzen. Ein bisschen runter. Und gleich werden wir die dann mit Zucker ein bisschen karamellisieren. Aber du hast ja jetzt nichts zu tun. Erzähl mal, wie kam es zu dem Söschen? Das ist eigentlich eine Kombi von unserer 2 Lieblingsarten von Zwiebeln und Soße. Ne? Also einmal karamellisierte Zwiebeln, die man wunderbar auf dem Spießbraten oder so essen kann. Oder auf einer Brauhausbratwurst, haben wir auch schon gemacht. Video verlinke ich mal hier oben. Ist ein ganz tolles Ding mit Bratwurst und einer super geilen Zwiebelsoße. Mit Malzbier. Mit Malzbier. Und wir sind unter einer guten Rotwein-Pfannensoße, die wunderbar auch zum Hackbraten oder so passt. Absolut. Ja. Das ist halt so ein Ding aus beiden zusammen. Und als super mit der Frikadelle, einfach lecker. Und dabei daher so ein geiles Kartoffelpüree, da freue ich mich drauf wie ein Kleinkind. Oh ja. So, unsere Zwiebeln sind jetzt richtig gut eingefallen. Wir hauen jetzt da ein bisschen Salz erstmal dran, weil Salz zieht auch noch ein bisschen Flüssigkeit. Die können ruhig einiges ab. Und dann noch mal ein bisschen auskochen lassen, einfallen lassen. Da kriegen sie langsam schön Farbe her. Herrlich. Und jetzt kommt das Wichtigste an so einer Zwiebelsoße. Zucker. Und ja, den braucht man. Das ist ein bisschen dünn. Da kann ruhig einiges dran. Du hast hier gerade so einen kleinen Millilöffel.
Also da können wirklich ruhig so 1 bis 2 Esslöffel Zucker dran. Ja, das gibt einfach einen besonderen Geschmack. Richtig. Jeder, der karamellisierte Zwiebeln kennt und liebt, weiß, das muss einfach. Vor allem kommt ja noch Brühe dran, Tomatenmark, Senf und dann wird die noch abgeschmeckt. Also keine Panik, die wird nicht zu süß. Ja. Einfach diesen Geschmack, den wir alle lieben. Ja. Jetzt machen wir hier unser Tomatenmark und unseren Senf dran. Na. Lassen das kurz mit anrösten. Das gibt auch noch mal extra Geschmack und ja. Bindung, ne? Ja, Bindung auch. Und auch Farbe. Sind wir wieder beim Tomatisieren. Jetzt haben wir hier noch unser Mehl dabei. Das ist auch für die Bindung wichtig. Das ist ungefähr ein Esslöffel. Auch kurz unterrühren, verteilen. Ja, schön verteilt, hast du mir noch keine Klümpchen. Jetzt holen wir unseren Rotwein. Die Menge vom Rotwein ungefähr so, dass alles bedeckt ist. Also einen guten Schlag. Und dann runter reduzieren lassen. Schön den Bodensatz lösen. Siehst du, was hier für eine tolle Farbe jetzt rauskommt. Geht auch relativ schnell. Gut, wir haben noch eine extrem gute Pfanne hier. Unsere Hoffmann-Pfannen, die halten wirklich die Hitze und geben unheimlich gut die Hitze ab. Gut runter reduzieren lassen. Ruhig ein bisschen nochmal ansetzen lassen, weil dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Farbe. Siehst aber jetzt auch, dass wir hier schon eine tolle Farbe haben, eine tolle Konsistenz. Und jetzt kommt hier unser Rinderfond dabei. Lassen wir jetzt kurz mal aufkochen. Und dann siehst du hier, was wir für eine tolle Farbe jetzt haben. Und wenn wir jetzt die Dicke ein bisschen dicker haben wollen, das wird jetzt noch ein bisschen kommen, wenn es aufkocht, einfach ein bisschen runter reduzieren lassen. Und erst abschließend dann mit Salz und Pfeffer noch ein bisschen abschmecken. Aber farbmäßig sind wir definitiv an einer richtig schön schlotzigen, also richtig schön dunklen braunen Zwiebelsoße. Ja, die Konsistenz ist wirklich variierbar, ne? Ja. Wer ein bisschen dicker will von der Konsistenz, der nimmt Mehl oder danach irgendwie Speisestärke. eine Speisestärke. Dunkle Und wer Mehlschwitze. flüssiger möchte, lass es weg, hol weniger davon. Genau. Jeder, wie er will. Wie gesagt, du kannst es auch ein bisschen variieren, indem du noch ein bisschen einreduzieren lässt. Dann machst du natürlich auch den Geschmack intensiver. Musst du ja probieren dann. Und wie gesagt, erst dann, wenn du deine Konsistenz hast, dann schmeckst du es mit Salz, Pfeffer ab. Weil wenn du jetzt ein bisschen mehr einreduzieren lässt, je mehr du runter reduzierst, desto stärker wird es auch. Ja, das war schon unsere Soße. Die stellen wir erstmal beiseite. Und dann fangen wir an mit unseren Frikos, wa? Würde ich sagen. Jetzt machen wir zuerst mal eine Pfanne heiß. Hauen da unseren Rest Butterschmalz rein. Und dann braten wir unsere klein geschnittenen Zwiebeln darin schon mal glasig an. Auch wieder Zwiebelsoße. Die Zwiebeln wurden ja eben schon gegart. Und wenn die Zwiebeln gart, sind die auch für den Körper besser verträglich. Deshalb tun wir auch hier die Zwiebeln, wie heißt das, anbraten. Ist einfach, naja, tust du ja weniger pupsen. Also, natürlich, ich liebe das auch. So ein Frikobrötchen oder so und dabei daher frische Zwiebeln, also rohe Zwiebeln, kalt aufgeschnitten drauf, ist natürlich auch geil. Ist ein super geiler Geschmack. Aber hier in der Friko selber, gern gegarte Zwiebeln, ist ein bisschen runder, finde ich. Ja, ist aber finde ich Geschmackssache. auch schöner. Ja. Ist nicht gerade so bissig. Aber wenn du frische Zwiebeln hast, dann nachher ein geiles Frikobrötchen, oben drauf frisch geschnittene, hauchdünne Zwiebeln. Ja, hauchdünn vor Dann allem. ist das, Ne? heute erstmal jetzt so anbraten. Wir holen jetzt dieselbe Pfanne, wo wir nachher auch die Frikos drin anbraten. So bleibt wenigstens der Geschmack dabei. Dann passt das auch. Es muss ja auch alles gespült werden. Oh ja. Da kann man ja auch ein bisschen sparsam sein. Unser Butterschmalz ist jetzt heiß. Jetzt kommen da unsere Zwiebeln rein. Und die tun wir wirklich gerade nur schön glasig andünsten. Die sind noch relativ fein geschnitten. Gut, die Pfanne ist noch ein bisschen ein, klar. Du willst ja nicht gerade so eine riesen Zwiebel drauf beißen. Vor allem, wenn du ja schon Zwiebelsoße oben drüber hast. Naja, ein Fetisch gibt es ja für alles, oder? Du meinst den riesen Zwiebelfetisch. Ja, ein Zwiebelfetisch. Wobei hier, das ist schon zwiebellastig. Also, ist Ja, schon, aber in einer super angenehmen Art und Weise. das ist richtig. Weil in der Soße, das ist weder penetrant noch sonst was, das passt einfach alles perfekt. Und du hast danach nicht das Gefühl, ich habe hier 4 Zwiebeln gegessen. Das wohl wahr.
Vor allem Zwiebeln geben auch Geschmack. Also Soße ohne Zwiebel, gerade so eine dunkle, ist ja eigentlich schon nickes. Aber es liegt mal wieder an der Verarbeitung. Oh ja. Und man muss sich auch ein kleines bisschen Zeit lassen. Weil wenn man die Zwiebel nicht richtig klar sich anbrät, dann beißt man nachher halt auf eine knackige Zwiebel und dann schmeckt es anders und dann verdaut man auch anders. So, unsere Zwiebeln sind jetzt schön glasig angedünstet. Das passt. Die kommen jetzt hier in eine große Schale. Die mache ich jetzt extra zuerst da rein, damit die ein bisschen von der Hitze verlieren. Weil gleich kommt ja noch unser Ei dabei. Und dann wird wieder das Ei gerinnt. Dann haben wir nämlich Rührei. Richtig. Dann haben wir hier unser Brötchen. Da habe ich jetzt schon die Milch abgegossen. Das passt schon, perfekt. Das vermengen wir jetzt erstmal mit den Zwiebeln, damit einfach ein bisschen von der Hitze auch rausgeht. Und das Brötchen noch ein bisschen sich aufteilt. Und ja, alle, die hitzeempfindlich sind, machen das bitte mit einem Löffel, mit einer Gabel oder wenigstens mal mit Handschuhen. Wieso? Es hat nicht jeder so hitzebeständige Flossen wie du. Ist ja nur ein kurzer Moment, was heißt es. Ja, also ich hätte da schon ein Problem mit. Ja, das passt schon. Und ja, die Finger sind gewaschen. Das Brötchen ruhig ein bisschen jetzt wieder durch die Hände quetschen. Einfach damit es sich wirklich auflöst oder aufteilt. Damit ihr jetzt irgendwo auf so eine halbe Scheibe Brot beißt in der Frikot. Brötchen ist wirklich nur wichtig, dass die Frikot schön, oder Frikadelle, schön fluffig ist. Ich habe nämlich letztens eine Frikadelle gemacht. Hatte alles auch dabei. Brötchen, Milch, wunderbar. Und habe dann vergessen, das Brötchen reinzutun. Wenn du sehen willst, wo ich das gemacht habe, dann geh mal bitte bei Bernd Zehner auf den Kanal auf YouTube. Ist ein großer YouTuber, ein ganz toller Mensch. Da waren wir letztens in der Show drin. Und guck dir das mal an. Dann guckst du mal, wo du mich entdeckst, wo ich das Brötchen vergessen habe. Grüße gehen raus an Bernd Zehner. Nochmal danke für deine Hilfe. Als Hackfleisch haben wir heute halb und halb von unseren Freunden aus Berlin, vom Fleischhändler der Koch. Und da sparst du sogar mit unserem Rabattcode. SK-Ungers Kitchen 10. Genau, 10% auf jede Bestellung, sogar auf Angebote. Also ruhig mal abchecken. Fleischhändlerkoch.de. Und an der Verpackung kannst du sehen, wie toll auch die Qualität von Hackfleisch ist, wenn man es zugeschickt bekommt. Genau. Das kam komplett gefroren bei uns an und hat eine super Qualität, lässt sich super auftauen, keine Wasserbildung, nichts. Richtig. Wir haben jetzt hier 1 Kilo, ne? Das ist 1 Kilo, ja? Reicht also für 5 große Frikadellen. Richtig. Gut. Machst du jetzt so Mini-Frikadellen, Party-Frikadellen, dann reicht das natürlich für, was weiß ich, 15, Jede Menge. 20. Aber wir machen heute 250 Gramm Oschis. Also hat jeder so eine Frikot bekommt. Die reichen auch. So, jetzt haben wir hier unser Hackes. Dann kommen oben drauf 2 Eier. Wie gesagt, Faustregel ist eigentlich pro 500 Gramm Hackfleisch ein Ei. Dann bist du eigentlich immer safe. Und am besten von einem glücklichen Hund. Richtig. Gut, jetzt muss es nicht bei Morgenröte geworfen worden sein. Geworfen. geworfen. Seit wann wirft ein Huhn ein Ei? Ja, gut. Dann Senf, ganz wichtig bei der Frikot. Ja, lenk du mal ab. Ja. Jetzt brauche ich hier mal einen Sparschhaler. Sparsch. Gummi, Edöns Ding. Dann einen ordentlichen Schlag Salz. Und wirklich einen ordentlichen. Denk dran, das ist 1 Kilo Fleisch, das ist ein Brötchen, das ist Milch. Und gibt nichts Schlimmeres als eine Frikot ohne Geschmack. Einen ordentlichen Schlag Pfeffer. Auch, denk dran, ist jede Menge Zeug. Dann ganz wichtig, Majoran. Für uns definitiv ein Muss in der Oh ja. Frikadelle. Ungefähr 1 Teelöffel, ne? Ein Bisschen bisschen mehr. Ja, 2 Teelöffel. So.
Meine Frau guckt gerade kritisch, also die genauen Mengenangaben wie immer auf unserer Homepage. www.ungers-kitchen.de. Richtig. Da findest du auch ca. 500 andere Rezepte. Gerne mal reinschauen und abchecken. Und ein bisschen Paprikapulver, edelsüß. Die Rezepte sind alle mehrfach erprobt, heißt also, mein Mann geht hier gerade frei Hand bei vielen Sachen, aber wir haben das schon mehrfach abgewogen, heißt also keine Panik. Die Angaben, die du auf der Internetseite findest, die sind auch korrekt. Das hier ist auch gut. So Freestyle. Das ist jetzt Freestyle. Pi mal Augenmaß. Ja, bei den Gewürzen war das aber gerade. Ja, ist ja okay. Also wie gesagt, geh auf unsere Homepage, da findest du alle genauen Angaben. So, und jetzt schön durchgelitten. Der ganze Krempel schön verbindet. Schön mit Schmackes. Ja. Was man jetzt auch noch machen könnte, haben wir jetzt diesmal nicht. Du kannst gerne ein bisschen Petersilie oder Schnittlauch mit reinarbeiten. Gibt auch noch einen feinen Geschmack. Könntest du auch machen. Haben wir alles da. Nö, jetzt nicht mehr. Wir machen ein bisschen was Azteco oben drüber. So, jetzt nicht zu lange kneten. Also das soll sich alles schön verbinden. Ich bin kein Fan davon, eine Frikadelle ewig lang rumzukneten, bis sich da das Eiweiß oder was alles verbindet. Nee, dann hast du ja so einen Gummiball. Nee, dann hast du einen Fleischkäse. Richtig. Also ich will das relativ, dass das schön verbunden ist. Das kann ruhig noch ein bisschen klebrig sein. Weil wir machen 250 Gramm Oschis, die können ruhig ein bisschen in sich sacken. Sonst hast du ja so einen Oschi da. Nee, die kann ruhig Geschmack haben und ein bisschen Fluffigkeit. Das macht für mich auch eine gute Frikot aus, wenn die ein bisschen sanft beim Biss ist, außen kross und innen schön voller Geschmack und ein bisschen sanft. Jetzt kommt das, was viele nicht können. Wenn du das nicht kannst, tu dir ein kleines Stück rausholen, brate es in der Pfanne an, probiere es, ob der Geschmack passt. Wenn du es kannst, Gib ihm. pack. Ja gut, hier bei uns in der Region können die meisten nicht. Wir sind so Mettkinder. Ja. Mett ist ja auch rohes, gewürztes Fleisch. Also von daher. Wie gesagt, wenn du nicht kannst, mach dir so eine Mini-Frikot, brate die in der Pfanne kurz an, bis sie gut aussieht. Probier die und sag, alles klar, passt oder passt nicht. Ist so eine einfache Variante. So, ich wasche mal gerade die Vorderfüße und dann geht es weiter. Ich habe jetzt hier eine ordentliche Menge Butterschmalz. Ja, die ist wirklich ordentlich. Du kannst natürlich auch Öl holen, Rapsöl. Warum so viel Butterschmalz? Damit einfach, wir machen da gleich Frikadellen drin. 5 Stück passen da ungefähr rein, also das müsste ungefähr hinkommen hier. Und du willst ja auch, dass die Frikadelle rundherum goldbraun ist. Und wenn du jetzt zu wenig Fett drin hast, hast du weniger Kontakt zum Pfannenboden. Also das ist jetzt gerade so schön wird goldbraun. Und bei mehr Fett steigt das Fett ein bisschen höher. Und du hast halt auch den Rand schön goldenbraun. Mein Ding, unser Ding, finde ich geil, ist lecker. Ach, ganz ehrlich, Butterschmalz. Also Bringt auch richtig Geschmack. Also wir reden von gleich Kartoffelpüree, wir reden von Hackfleisch halb und halb, wir reden von einer cremigen Soße. Also jetzt am Butterschmalz zu schmalen, war, glaube ich, der falsche Weg. Kann das schön heiß werden. Ich habe hier bei uns geht es bis 12. Ich habe hier ungefähr auf 9 stehen, die Hitze. Kannst aber sei da schnell bei unserem Pfannen hier, weil die relativ gut die Hitze halten, noch auf 8 runtergehe. Aber sehen wir dann. Weil nicht zu viel Hitze, ansonsten hast du eine Frikadelle, vor allem bei 250 Gramm. Wie heißt es, die außen kross ist und innen drin roh. Wenn du jetzt keinen Mett magst, ist das uncool. Jetzt haben wir hier unsere Hackmasse und damit das, wie heißt es, immer ungefähr gleich große Frikadellen gibt, haben wir uns vor Jahren mal so eine große Suppenkelle hier zugelegt. Die kann man auch für andere Sachen gut brauchen, nämlich Suppe auslöffeln. Aber halt, wie heißt es, hierfür ist sie halt optimal, weil du hast immer schöne, gleich große Frikadellen. Jetzt einfach Hackfleisch hier rausholen, hier ein bisschen drin verteilen, dann oben, dass er minimal übersteht, bei uns jetzt rausholen. Und dann hast du hier eine wunderbare Frikadellengröße. Bisschen formen. Und jetzt weißt du auch, was ich eben meinte, wir haben ganz schöne Oschis.
Schauen wir mal, was unsere Frikos machen. Die werden langsam am Rand werden die schon leicht grau. Das heißt, die Hitze zieht hoch. Jawohl, ja. Schön goldbraun. Mega. Wow. Die Farbe brauchen die definitiv auch. Alles, was ganz hell ist, hat einen Geschmack Nee. nach nichts. Ich will keine haben, wir wollen einen schönen runden Geschmack haben und noch ein bisschen Kruste. Wir machen heute hier einen Kartoffelstampf, also kein Püree. Ich persönlich finde Stampf besser. Du nicht, ne? Du magst lieber Püree. Ich mag lieber Püree. Aber heute habe ich mich durchgesetzt. Darf ja auch mal sein. Jetzt ist ein guter Schlag Butter drin. Die Kartoffeln waren natürlich vorher gekocht. Die haben wir so eine gute Hitze jetzt. Zuerst mal die Butter drin verteilt. Dann kommt hier noch ein Schlag Sahne mit rein. Ein bisschen aufpassen, dass ich hier keine Wutzerei jetzt mache. Einfach eine schöne kartoffelstampfmäßige Konsistenz bekommen. Und hier ist auch der Geheimtipp: Sahne statt Milch. Richtig. Weil ist Fett, Fett ist Geschmack. Genau. Und wie eben schon von Patrick erwähnt, wir haben Hackfleisch, wir haben Butterschmalz, wir haben Zwiebeln, wir haben Zucker. Da kommt es auf das bisschen Sahne jetzt auch nicht an. Definitiv nein. So. Da ist noch ein bisschen Sahne dran. Und schon ein bisschen, also ist so eine Mischung aus Stampf und Püree. Ich mache gerne diese Konsistenz vom Püree. Ist hier manchmal zu flüssig. Hier ist jetzt ein bisschen eine Mischung aus beidem. Ja, da sind wir da. Das passt. Auf einmal Hilfsmittel. Ein Löffel. Jetzt kommt hier noch eine ordentliche Menge Muskatnuss dran. Weil wir wissen ja alle, Kartoffeln und Muskatnuss lieben sich. Dann gut Salz, wie immer, weil salzige Kartoffeln, da geht einiges. Und ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Pfeffer. Davon ist nicht gerade so viel, sondern nur gerade so ein bisschen zur Untermalung. Das war es schon. Auch wieder einen Löffel. Und dann schön verrühren. Dann ist unser Kartoffelpüree schon fertig. Aber dir ist ja schon bewusst, dass ja jetzt ein Battle hier zwischen uns. Warum? Letzte Woche haben meine Eltern von mir Kartoffelpüree bekommen, welches angeblich sehr gut geschmeckt hat. Ja. Und jetzt bekommen meine Eltern von dir Kartoffelstampf. Ja, sehen wir mal, was Phase ist. Gucken wir mal, das innerfamiliäre Battle, ne? Richtig. Sagen wir aber nichts von. Nein. So, da kann man weg jetzt. Und dann messen wir bei unseren Frikos jetzt die Kerntemperatur. Oh, den muss ich noch. Ist da? Ja. So, jetzt haben wir hier unser Kartoffelpüree. Mal schön mal einen ordentlichen Lache drauf. Dann kommt da drüber hier so eine leckere Frikadelle. Oh, das sieht jetzt schon so gut aus. Und da drüber jetzt ein ordentlicher Schlag von unserer Zwiebelsoße.
Und dann als Topping machen wir jetzt darüber bisschen Petersilie mit ein bisschen Röstzwiebeln. Einfach noch so ein bisschen Crunch. Herrlich. Und so geht unsere Frikadelle auf Kartoffelpüree mit einer richtig geilen Zwiebelsoße. Oder kurz gefasst, Zwiebelröstfrikadelle. Genauso schaut's aus. Das Rezept mit den Zutaten und der Zubereitungsanleitung findest du wie immer auf unserer Homepage. www.ungas-kitchen.de. Richtig. Wir sagen viel Spaß beim Nachmachen. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Und sagt uns gerne, wie es geschmeckt hat. Unbedingt. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Grüße gehen raus an Bernd Zehner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.